Ja, dieses Geldanlagebeispiel hat mich selber knapp 100.000 Euro gekostet. Es war ein sehr, sehr kostspieliger Fehler, den ich heute mit dir teilen möchte. Und wir machen heute mal einen Ausflug in das Jahr 2008. Und da habe ich diese Gesellschaft kennengelernt. Ja, von dem her herzlich willkommen zur Faszination Freiheit. Wie jeden Freitag heute ein spannendes Video. Denn aus diesen 3 Learnings, diese können dir sehr, sehr viel Geld sparen. Ich wünsche, ich hätte sie damals gekannt, beziehungsweise diese Punkte, ja, würden mich heute sehr, sehr kritisch machen, bei welcher Geldanlage auch immer. Erst recht, wenn sie zusammenfallen. Und damals sind sie zusammengefallen. Und dann möchte ich mit dir heute einige Erfahrungspunkte teilen. Und zwar, ich habe damals im Jahr 2008 noch sehr, sehr frisch und jung in der Finanzbranche eine Gesellschaft kennengelernt, die auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat. Und zwar in dem Bereich, also war in dem Fall ein geschlossener Fonds. Vielleicht so kurz zu der Abgrenzung, diejenigen, die es nicht kennen. Offener Fonds ist beispielsweise Investmentfonds, wo du jeden Tag kaufen und verkaufen kannst. Ein geschlossener Fonds, dort wird ein Projekt finanziert. Kann also grundsätzlich alles Mögliche sein. Kann beispielsweise in Schiffsbeteiligung sein, in Flugzeuge oder wie in dem Fall in Unternehmensbeteiligung, Private Equity. Ja. Übrigens auch, da wurde dann zum Beispiel in der Unternehmenspräsentation auch gezeigt, ja, wenn man dann mit Private Equity Fonds und wenn man dann auf mehrere Unternehmen dort geht und das sehr, sehr breit gestreut hat, und das war in dem Fall auch ähnlich einem Dachvorkonstrukt und das quasi eine Verlustwahrscheinlichkeit im Prinzip ja, nicht möglich gewesen sei. Ja, das werden wir gleich dann noch sehen, beziehungsweise der Fonds ist in der Abwicklung und da braucht man nicht mehr großartig was erwarten. Und die haben wirklich das Kunststück geschafft von diesem ganzen Fonds, dass im Prinzip kein nennenswerter Exit, das heißt kein nennenswerter Return, das heißt Unternehmensverkauf gekommen ist, wo wirklich einiges zurückgeflossen wäre. Und gibt es auch andere renommierte Anbieter in dem Bereich, die das auch wirklich sehr, sehr gut geschafft haben. Bei diesem Fonds, die haben wirklich im Prinzip gar nichts großartig geschafft. Und auch wegen der sehr ungünstigen Kosten- und Gebührenstruktur. Weil Kosten und Gebühren ist nicht alles, wenn sie es ja wirklich wert sind, es rausholen können. Das ist in Ordnung, in dem Fall nicht, weil in dem Fall war das auch so konzipiert, dass beispielsweise die Sparpläne, die auch ja einen sehr, sehr großen Anteil am Gesamtfonds ausgemacht haben, vielfach dann weggebrochen sind, weil diese dann eben nicht voll und komplett ihre monatlichen Beiträge einbezahlt haben, wegen chronischer Erfolglosigkeit des Fonds, was ebenfalls dazu geführt hat, dass insgesamt eine exorbitante Gebührenstruktur war und dieser Fonds dann letztendlich in Bedrängnis gekommen ist und wegen chronischer Erfolglosigkeit dann in die Abwicklung gekommen ist. Und was waren jetzt meine persönlichen Learnings daraus und wo ich persönlich, wenn ich jetzt heute noch meine Geldanlage treffe und die eine oder sogar mehrere von diesen Punkten hat, sehr, sehr vorsichtig wäre. Also, schauen wir uns das Ganze mal an. In dem Fall, schau dir grundsätzlich bei einer Geldanlage auch an, in welcher Art und Weise der Vertrieb geführt wird. Denn bei dieser Geldanlage war der Vertrieb in Form von MLM, das heißt Multilevel Marketing, das heißt so ein Stufensystem mit Prozenten etc. Vielleicht kennst du MLM aus dem Gesundheitsbereich oder aus anderen Bereichen. Dort ist auch alles wunderbar. Ich bin kein MLM-Gegner, das ist wichtig, dass ich das herausstellen möchte, aber wenn es in den Geld- und Finanzanlagebereich geht. Das heißt, ich habe schon mehrere MLM-Konstrukte dort über die Jahre dann gesehen. Damals war es das erste, aber dann auch über die Jahre hinweg noch mehrere MLM-Konstrukte im Geld- und Finanzbereich gesehen und auch festgestellt, das hat eigentlich nie so wirklich funktioniert. Ja, und meine persönliche Vermutung ist, dass einfach hier MLM hat in dem Fall sehr, sehr stark den Fokus auf Geld verdienen. Das ist zwar auch absolut in Ordnung, aber beim Thema Geldanlage, da kann halt auch mal schnell einiges schiefgehen. Genauso wie es dann hier der Fall war. Das heißt, der Fokus war mehr auf den Vertrieb und nicht auf die Qualität des Produktes. Dann nächstes Learning. Es gab keine Leistungsbilanz, es gab keine Erfolge aus der Vergangenheit, sondern es gab einfach nur sehr, sehr viele Worte. Es gab sehr, sehr viele Hochrechnungen, beispielsweise bei dem Unternehmen, wenn so und so die Zahlen sind, wenn die Meilensteine erreicht werden und. Ja, Meilensteine, die dann auch nie erreicht wurden und viele Hochrechnungen und dass dann einzelne Unternehmen würden dazu führen, dass man schon beispielsweise die Hälfte des Kapitals oder vielleicht sogar Vervielfachungen zurückbekommen würde. Ja, also viel Schall und Rauch letztendlich im Nachhinein. Und deswegen ganz wichtig, wenn es keine Erfahrungswerte wirklich in diesem Bereich gibt, also das heißt nicht nachvollziehen kann, auch wie ist der XY-Bereich dann wirklich gelaufen oder auch die Gesellschaft in dem Fall. Da wäre es jetzt gesellschaftskritisch gewesen. Wir haben zwar eine Leistungsbilanz in dem Fall, was Unternehmen grundsätzlich gebracht haben, aber die Gesellschaft selber hatte keinen Leistungsnachweis, dass sie denn wirklich irgendwo gut und richtig klasse in dem ist,
ja, was sie denn eigentlich macht. Und eigentlich sollten dort tolle Unternehmen rausgesucht werden. Ich weiß übrigens noch, ich hatte damals auch mal ein Gespräch mitbekommen, mit dem Bevollmächtigten, der die Unternehmen dann rausgesucht hat und der auch gemeint hat, ja, also wir bräuchten eigentlich mehr Kapital, weil es gibt so viele interessante, spannende Unternehmen, die wir finanzieren könnten, aber uns fehlt eigentlich so ein bisschen das Kapital. Also naja, es wurde dann viel geredet, alles Schall und Rauch im Nachhinein, denn es war, wie gesagt, für mich damals eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung. Dann, nächstes Learning. Vorsicht beziehungsweise lass dich nicht einlullen, wenn der Vertrieb extrem überzeugt ist von dem, was sie tun. Grundsätzlich ist das ja kein schlechtes Zeichen. Das heißt, wenn du schon das Gefühl hast, dass der Vertrieb eigentlich schon mal nicht wirklich davon überzeugt ist, ist das eigentlich ja auch nochmal ein Warnsignal. Warum kann es aber auch ein Warnsignal, warum kann es gefährlich sein, wenn der Vertrieb beispielsweise sogar sehr, sehr überzeugt ist von dem, was sie tun? Weil das heißt nicht, wenn sie überzeugt sind davon, dass es wirklich funktionieren wird dort draußen. Ganz einfach. Und das ist tricky und das ist gefährlich, denn wenn andere überzeugt sind von dem, was sie dir weitergeben, gibt es dir auch mehr und mehr Sicherheit und auch mehr Überzeugung. Aber es ist wichtig für dich zu wissen, auch wenn mein Gegenüber, der mir ja gerade XY empfiehlt, davon überzeugt ist, heißt es noch lange nicht, dass das Ganze funktionieren wird. Und das war damals nämlich der Fall. Ich habe dort mit mehreren Vertriebspartnern, das war ja dann auch in dem Fall MLM-Vertrieb etc. Ja, und die sind sehr, sehr häufig auch von ihm überzeugt. Ja, ansonsten funktioniert und geht das auch gar nicht. Ja, also geht auch ein bisschen hier mit dem MLM vielleicht auch zusammen, wobei generell einen überzeugten Vertrieb wirst du immer wieder drauf stoßen. Wichtig ist für dich nur, dass du selber die Entscheidung triffst, hey, auch wenn er oder sie wirklich davon überzeugt ist, heißt es noch lange nicht, dass es funktionieren wird. Und das solltest du wissen. Und wenn dann wirklich mehrere dieser Punkte dann auch zusammenkommen, wie in dem Fall mir das zusammengekommen ist, waren für mich wichtige Learnings. Das heißt, von diesen Punkten lege ich sehr, sehr großen Wert darauf, dass ich mich nicht leiten lasse. Vielleicht auch nicht von den Emotionen oder sonst was, weil die Story, die war wirklich super. Es war richtig, richtig gut. Es hat einfach alles super geklungen. Dann auch die ganzen schönen Hochrechnungen und naja, Totalverlust ist ja im Prinzip ausgeschlossen, weil es ist ja auch ähnlich wie ein Dach vor durch die breite Streuung und so weiter. Ja, und dann ist eben genau die anderen Bereiche, hohe Gebührenstruktur, dann sind die Ratenzahler dann alle weggebrochen, weil die dann irgendwie gemerkt haben, naja, das funktioniert alles nicht so wirklich. Also all das, was eigentlich vor in Aussicht gestellt wurde und versprochen wurde und die vielen Ausschüttungen und tralala, alles das kam nicht. Und das hat dann eben dazu geführt, dass der Fonds im Prinzip nur noch Gebühren und Kosten verursacht hat. Ja, und das Ganze hat nicht wirklich funktioniert. War für mich eine schmerzhafte Erfahrung, möchte ich heute an der Stelle einmal mit dir geteilt haben. Das heißt, schau dir die Sachen an, sei dir dessen bewusst, was ist das größte Risiko, was diese Geldanlage haben kann. Und im Fall der Fälle solltest du damit einverstanden sein, dass das wirklich passieren kann. Gerade wenn man dann zum Beispiel an externen Gesellschaften, geschlossene Fonds, generell ein schwieriger Bereich, war mir damals in dieser Art und Weise auch noch nicht bewusst. Also da war in dem Fall nicht nur diese eine Gesellschaft, sondern auch andere Gesellschaften, die es dann auch teilweise dann erwischt hat. Denn wenn man das Geld an Dritte auch weitergibt, war in dem Fall nicht der Fall. Also hier wurden Gelder nicht veruntreut, wie beispielsweise bei Wirecard etc. Nichtsdestotrotz, auch bei geschlossenen Fonds ist nochmal ein extra Risiko, was dort auch eintreten kann. Also das heißt, sei dir dessen bewusst, was schiefgehen kann, denn vielleicht wird genau das eintreten. In dem Fall war es der Fall. Achte auf diese Punkte und auf diese Learnings. Ich hoffe, dass sie dir weiterhelfen und dass sie vielleicht bei dir eben auch das bewirken, was sie bei mir leider nicht bewirkt haben, nämlich das Geld zumindest in der Anlage dort einmal zu verlieren. Also von dem her wichtig, optimalerweise auch immer von Fehlern anderer zu lernen. Was war für dich das wichtigste Learning? Schreib es gerne in die Kommentarfunktion mit hinein. Ja, und ansonsten teilen, liken, kommentieren. Wir sind zur nächsten Ausgabe von Faszination Freiheit wieder, damit du keine Aufgabe verpasst. Findest du unterhalb von diesem Video einen Link, da kannst du dich eintragen. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin, herzlichst dein Thorsten Wittmann.